Dein Kanal erzielt noch nicht so viel Reichweite und du hast dir schon mal überlegt, eventuell YouTube Ads, also Werbeanzeigen auf deine Videos zu schalten? Dann zeige ich dir hier, wie es geht und was du beachten musst. Hi, ich bin Franzi. Schön, dass du wieder dabei bist und heute soll es um YouTube Werbeanzeigen gehen. Das kann ein gutes Mittel sein, um deinen Kanal ein bisschen zu pushen, um Programme, Produkte zu bewerben. Aber es gibt auch einige Probleme, die deinen Kanal auch einschränken können. Was bedeutet das? Zum einen kann es sein, dass wenn du auf ein öffentlich gestelltes YouTube-Video Werbung schaltest, dass dann deine organische Reichweite gedrückt wird. YouTube, also warum das so ist, das ist uns auch noch nicht so ganz klar, aber wir denken, dass es einfach daran liegt, dass YouTube sich denkt, hey, der schaltet hier Werbung auf seine Videos, da brauche ich ihm nicht noch organische Reichweite zu geben. Und deswegen empfehle ich dir immer, ähm, nur YouTube, also nur Anzeigen auf nicht gelistete oder extra dafür erstellte Videos zu schalten. Zum Beispiel auf dein Willkommensvideo, also deinen Kanaltrailer, den du auf deinem Kanal hast. Das ist ja ein nicht gelistetes Video. Es stellt deinen Kanal optimal vor. Und wenn du zum Beispiel mit diesen Anzeigen auf Abonnements abzielst, dann ist das eine gute Möglichkeit, um Werbung zu schalten. Für andere Sachen, zum Beispiel Online-Kurse, Programme oder ähnliches, empfehle ich dir immer extra Videos aufzunehmen, die als nicht gelistet auf deinen Kanal hochzuladen und diese dann für Werbeanzeigen zu nutzen. Das zweite Problem, was sich daraus natürlich ergeben kann, ist, dass es nicht funktionieren wird, wenn deine Videos nicht gut sind. Und das klingt jetzt hart, aber ist natürlich logisch. Wenn deine Videos nicht gut sind, dann wird es den Leuten auch in der Werbeanzeige nicht gefallen und dann wird es die Leute natürlich auch in einer Werbeanzeige nicht dazu animieren, deinen Kanal zu abonnieren oder das Produkt zu kaufen oder worauf auch immer du mit der Werbeanzeige abzielst. Das heißt, du solltest auf jeden Fall als allerersten festen Grundfundament-Baustein dafür sorgen, dass auf deinem Kanal gute Videos sind, die guten Mehrwert liefern, die einigermaßen in Ordnung von der Qualität sind, da Tonqualität über Videoqualität. Da habe ich auf jeden Fall auch schon mal ein Video dazu gemacht. Ähm, und wenn du gute Videos produzierst, dann kannst du dir auch überlegen, wie du das mit den Werbeanzeigen handelst. Und jetzt gehen wir mal direkt rein und ich zeige dir, wie du gute Werbeanzeigen schalten kannst. So, ich bin jetzt hier schon mal in meinem Google Ads Konto. Wenn du noch kein Google Ads Konto hast, dann erstell dir einfach eins. Das ist relativ einfach und selbsterklärend. Und dann solltest du hier auf deinem Dashboard auch so ähnlich das haben wie ich, dass quasi hier noch nichts passiert ist. Wenn du zum Beispiel schon irgendwo anders Werbung schaltest, bei Facebook, Instagram oder so, kann es natürlich auch sein, dass du hier schon andere Impressionen und Klicks und Kosten und so weiter hast. Genau, dann würden wir quasi hier auf neue Kampagne gehen. Und da kannst du dir überlegen, was du möchtest. Also, ja, möchtest du Leads? Möchtest du Leute auf deine Website ziehen? Ich würde jetzt hier einfach mal Markenbekanntheit und Reichweite anwählen, weil ich mir jetzt als Ziel oder weil ich jetzt mal das Ziel setze, dass Leute deinen Kanal abonnieren und ich auch weiß, dass es dort Videoanzeigen gibt. So, wir wollen natürlich Videos. Hm, und dann gibt es hier verschiedene Typen. Also Videotyp Reichweite sind quasi Bumper-Anzeigen, überspringbare oder nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen. Das ist so das Übliche, was ich dir auch empfehlen würde. Anzeigensequenz ist dann quasi schon ein bisschen fortgeschritten. Wenn du mehrere Videos quasi hast und die in aufbauenden Sequenzen den Nutzern quasi zeigen möchtest. Und Audio wäre dann quasi, wo du dann auf YouTube Music sozusagen die Podcast- und Musikhörer nur ansprichst. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, falls du einen YouTube-Podcast hast, und darüber zum Beispiel auch Werbung schalten möchtest. Wir bleiben jetzt aber mal bei den ganz normalen Videokampagnen. Und genau, da kannst du dir jetzt hier auswählen nochmal, ob es halt effizient auf Reichweite gehen soll
ob es nur in-stream mit nicht überspringbaren gemacht werden soll, also bis 15 Sekunden Videos, die sind dann aber nicht überspringbar, oder Häufigkeit angestrebt werden soll. Und da wählt er dann im Prinzip mit, also wählt er dann überspringbare In-Stream, nicht überspringbare In-Stream und Bumper-Anzeigen und spricht dann die Nutzer mehrmals an. Ich empfehle dir für den Anfang hier die effiziente Reichweite, und vor allen Dingen auch die überspringbaren Anzeigen, weil bei den überspringbaren Anzeigen ist es so, das Video läuft 30 Sekunden und wenn in diesen 30 Sekunden die Leute abspringen sozusagen, dann zahlst du auch nichts dafür. Das ist bei den anderen nicht so, bei den nicht überspringbaren. Genau. Dann gehen wir jetzt hier weiter und dann können wir uns jetzt hier eine Videokampagne im Zielvorhaben. Da würde ich jetzt hier einfach mal, ach so, oh, jetzt wieder zurück. Oh shit, warte. Genau, das ist richtig. Hier ist der Kampagnenname. Da würde ich jetzt einfach mal Abonnenten Test eintragen und dann kannst du hier noch eine Geburtsstrategie auswählen. Da kann ich jetzt hier nur Ziel CPM. Das ist aber auch in Ordnung. Das ist quasi der durchschnittliche Betrag, den du pro 1.000 Auslieferungen quasi dann bezahlst. Da kommen wir dann später nochmal beim Budget, quasi beim CPM-Budget dazu. Hier kannst du quasi das Budget festlegen, entweder ein Gesamtbudget der Kampagne, das heißt, du sagst, okay, ich möchte jetzt hier maximal 50 € quasi ausgeben, oder ein tägliches Budget. Dann gibst du jetzt hier quasi 10 € meinetwegen ein und dann solltest du natürlich entweder auch ein Startdatum, wenn du sagst, okay, ich möchte mit dem Launch am 26. starten, aber für ein tägliches Budget natürlich auf jeden Fall auch ein Enddatum, zum Beispiel nächste Woche Donnerstag. Also quasi, ich möchte jetzt, dass die Anzeige eine Woche lang läuft. Genau. So, dann kannst du hier noch überlegen, wo du das anzeigen lassen möchtest. YouTube ist ja auf jeden Fall angewählt. Und dann hast du hier noch Videopartner. Das würde ich immer abwählen, weil wir wollen ja jetzt Abonnenten für YouTube und wir wollen halt keine Werbepartner im Google Display Netzwerk. Das heißt, dass das auch einfach auf anderen Websites angezeigt wird. Standort hat er hier allgemein schon Zielregion ausgewählt, Deutschland, Schweiz, Österreich, weil ich das mal in meiner allgemeinen Zielgruppe so definiert habe. Hm, Du kannst natürlich hier auch immer noch weitere Länder eingeben, indem du hier meinetwegen noch, weiß ich nicht, Belgien, und dann wählt er dir das aus und dann kannst du das halt auch nehmen. Du kannst auch sagen, dass du Belgien ausschließen möchtest. Also wenn du sagst, hey, ich möchte nicht, dass meine Anzeigen, also ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Anzeigen in Belgien gezeigt werden, dann kannst du das hier auch direkt ausschließen. Weiß ich nicht, braucht man jetzt nicht. Also wenn man sagt, ich möchte meine Anzeigen nur in Deutschland, Schweiz, Österreich ausspielen, dann reicht das auch vollkommen. Genau, Sprachen sind Deutsch. Hier kannst du natürlich auch überlegen, ob du noch Englisch oder Dänisch, was auch immer da mit einbeziehen möchtest. Und hier kannst du noch weitere Einstellungen treffen. Ähm, genau, du kannst hier zum Beispiel ähnliche Videos hinzufügen. Ähm, Das heißt, ähnliche Videos von ähnlichen Kanälen zum Beispiel, wo du jetzt weißt, okay, der hat der hat ein ähnliches Ziel wie ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal also meine ähnlichen Videos nehme, dann würde ich jetzt hier meinen Kanal suchen. Äh, so. Und dann zeigt er mir hier meine Videos an und noch ein paar andere. Ah ja. Und dann könnte ich mir jetzt hier meine Videos aussuchen und sagen, hey, okay, das ist ähnlich zu meinem Willkommensvideo. Und dann weiß YouTube schon, aha, das Video ist ähnlich zu dem. Das heißt, die Zielgruppe ist auch etwa ähnlich zu dem. Jetzt ist es bei Willkommensvideos natürlich immer ein bisschen schwierig. Was ich jetzt natürlich machen könnte, ist jetzt zum Beispiel einmal zu Jan gehen. Aber sein Willkommensvideo wird wahrscheinlich auch nicht gelistet sein. Ähm, und dann könnte ich sagen, dass ich jetzt sein Willkommensvideo quasi als ähnliches Video nehme, weil wir ja quasi auch eine ähnliche Zielgruppe haben und Leute, die sein Willkommensvideo schauen, werden auch mein Willkommensvideo schauen. Genau.
So, das könntest du hier also, eingeben. Lasse ich jetzt aber mal aus. Dann könntest du hier auch sagen: „Hey, ich möchte, das auf allen Geräten zeigen oder ich möchte das auf bestimmte Geräte festlegen.“ Wenn du jetzt zum Beispiel Mobilgeräte ausschließen wollen würdest, was ich dir nicht empfehle, ähm, einfach, ja, weil die meisten Leute auf mobilen Geräten schauen, dann könntest du das hier auch festlegen und, TV-Bildschirme könnte man zum Beispiel ausschließen, aber ansonsten kannst du das halt auch einfach hier bei Standard belassen. Als Nächstes kannst du dann hier noch Angaben zum Frequency Capping machen. Das heißt, du könntest einschränken, wie oft die Anzeigen in dieser Kampagne demselben Nutzer präsentiert werden. Also einmal haben wir hier die Impressionshäufigkeit, das heißt, wie oft sie dem quasi vorgeschlagen werden. Und ich würde das schon cappen, gerade wenn du ein höheres Budget hast oder einen längeren Zeitraum, einfach weil es sehr sinnlos ist. Also wenn dem Nutzer die Anzeige jetzt 5-mal vorgeschlagen wurde, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass er nicht am Produkt oder deinem Kanal oder Ähnliches interessiert ist. Deswegen würde ich einfach sagen, hier 3 bis 5 Mal oder so. Das kannst du dann selber für dich entscheiden. Und auch einfach mal ausprobieren. Genau, und dann auch beschränken der Aufrufhäufigkeit ist natürlich so eine andere Sache. Das ist die Frage, wenn er schon draufklickt und wenn das dann auch häufiger passiert, dann überlegt er vielleicht noch, also ist jetzt beim Kanal abonnieren meistens nicht so wichtig, ne? Das ist dann eher bei Produkten wichtig. Hier würde ich das jetzt nicht beschränken tatsächlich. Aber bei Produkten ist es natürlich eine Frage, gerade wenn das irgendwie auch teurere Produkte sind, so oder sagen wir mal so ab 100 Euro, da überlegt man sich das schon 1, 2 Mal, ob man das jetzt kauft. Und da solltest du dir auch überlegen, ob du das beschränkst, weil es kann natürlich sein, dass jemand deine Werbekampagne sieht, draufklickt, das ganz interessant findet und dann sagt, nee, mach ich jetzt nicht. Und dann sieht er nochmal deine Werbung, dann überlegt er sich, ist ja vielleicht doch was für mich, klickt nochmal drauf und kommt vielleicht dem Kaufimpuls mit jedem Mal näher. Und deswegen würde ich das hier nicht beschränken oder vielleicht auf eine höhere Zahl beschränken, als auf jeden Fall bei dieser Impressionshäufigkeit. Ich lasse das jetzt hier einfach mal weg. Du könntest hier auch mehrere hinzufügen, also dass du sagst, maximal 3-mal pro Woche und insgesamt maximal irgendwie, weiß ich nicht, 6-mal pro Monat oder so. Genau. Dann als nächstes haben wir hier auch den Werbeanzeigenplaner, also den Zeitplaner. Da kannst du dir überlegen, du siehst ja, okay, bei einem kleineren Kanal wahrscheinlich nicht, aber bei einem schon größeren Kanal siehst du ja, in welchen Zeitfenstern deine Zielzuschauer quasi online sind. Und vielleicht, wenn du das noch nicht siehst, hast du ja auch ein Gefühl dafür. Also wenn es jetzt Unternehmer sind, dann sind die vielleicht auch eher vormittags, mittags auf YouTube unterwegs. Wenn es jetzt eher Privatleute sind, dann vielleicht am Wochenende oder halt abends. Und dann könntest du YouTube hier auch einschränken oder Google in dem Sinne einschränken und sagen, hey, ich möchte gerne jeden Tag zwischen 14 und 18 Uhr meine Werbung schalten. Das kannst du machen, aber Google lernt ja auch und sucht sich dann auch schon selber die Zeitfenster aus, wo es denkt, dass es ganz gut funktioniert. Also du kannst das machen, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass deine Leute nur in diesem Zeitfenster online sind, brauchst du theoretisch nicht. Hier könntest du dann noch Pixel quasi verwenden. Das brauchen wir jetzt auch nicht, ist ja auch nur ein YouTube-Video. Das ist dann natürlich eher interessant für so Facebook, Instagram, Website-Sachen, wo du dann die Pixel auch einbauen kannst. Genau. So, dann kommen wir jetzt hier schon zur Anzeigengruppe. Und da würde ich jetzt hier einfach mal Gruppe 1, also du kannst ja mehrere Gruppen erstellen mit verschiedenen Segmenten dann auch, komme ich gleich noch zu. Und kannst die dann quasi miteinander, gegeneinander laufen lassen sozusagen. Hier kannst du dann deine Zielgruppe genauer definieren. Also demografische Merkmale, also zum Beispiel, wenn du das Alter einschränken willst oder auch das Geschlecht, wenn du jetzt weißt, okay, ich habe jetzt
Coaching für Menstruationszyklus zum Beispiel, dann würde ich jetzt hier natürlich nicht unbedingt Männer ansprechen, sondern halt eher Frauen und auch nicht mehr Frauen ab 55, weil für die ist das ja dann auch nicht mehr relevant. So, ansonsten kannst du dir noch überlegen, ob es relevant ist, dass deine Zielgruppe Kinder hat oder nicht. Haushaltseinkommen kann man jetzt hier nicht wählen. Das ist nur in bestimmten Ländern verfügbar, ist aber meistens auch nicht so super relevant. Genau, dann die nächste Gruppe sind dann hier diese Zielgruppensegmente. Da kannst du hier entweder suchen oder hier gibt er dir auch schon Beispiele vor. Da kannst du dann mal gucken, ob da irgendwas zu dir passt. Ansonsten würde ich jetzt hier vielleicht sowas wie Yoga, könnte man gucken, ob es das hier speziell hat. Da könnte man hier Yoga-Kurse, Yoga-Übungen, Yoga-Ausbildungen. Also da kannst du einfach mal gucken, was zu deinem speziellen Begriff sozusagen passt oder zu deinem speziellen Thema, zu deinem YouTube-Kanal, wofür sich die Leute dann auch interessieren. Also es geht jetzt nicht nur darum, es geht jetzt nicht darum, deinen Kanal quasi zu beschreiben, sondern die Menschen, die sich deinen Kanal anschauen sollen. Und also wenn ich von meiner Zielgruppe ausgehe, die sind halt interessiert an Persönlichkeitsentwicklung, an Coaching, an ja, zum Beispiel auch Reisen und so weiter und so fort. Und das alles könntest du hier angeben. So, ne? Also nicht nur deine Kanalthemen, sondern halt wirklich die Sachen, die deine Zuschauer auch außerhalb deines Kanals interessieren. So, dann kannst du hier noch mit speziellen Keywords arbeiten und wie bei der Website quasi mit SEO, also dass du dann hier quasi auch einfach Yoga, dann irgendwie Yoga-Kurse. Im Prinzip ähnlich wie das da oben schon angegeben wurde. Und dann würde er dir hier üblicherweise auch noch weitere Keywords dazu vorschlagen. Genau, und auch hier bei Themen. Das sind die Themen, die es auf YouTube quasi so gibt. Und in diese Sparte wird deine Anzeige dann quasi einsortiert. Also wenn du quasi einen Business-Kanal hast über bleiben wir noch mal bei Persönlichkeitsentwicklung und Mindset. Dann könnte man hier zum Beispiel sagen Beruf und Ausbildung, dann vielleicht Karriere und Beruf. Würde jetzt nicht so passen, finde ich. Mm, Dann vielleicht eher Gesundheit. Alternativmedizin ist wahrscheinlich auch nicht so. Aber da kannst du dich auf jeden Fall mal durchklicken, was so mit deinen Themen und mit den Zuschauerthemen so passig ist quasi. Und was sehr, sehr interessant ist, du kannst hier über Placements spezielle YouTube-Placements setzen. Das heißt, wenn du jetzt einen Kanal hast, der ähnliche Themen hat wie du, der eine ähnliche Zielgruppe hat wie du, dann kannst du sagen, dass deine Anzeige vor dessen Videos platziert wird. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte die Werbeanzeige vor meinen Videos platzieren, macht aber nicht so viel Sinn, weil mein Kanal noch nicht so groß ist. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel wieder den Jan nehmen und dann sagt er mir hier, er hat über 1000 Kanäle gefunden, über 1000 YouTube-Videos. Dann gucken wir mal rein. Genau, hier hat er so wie YouTube schon gefunden. Und dann würde ich sagen, lasse ich die Videos quasi nur vor lasse ich meine Anzeige nur vor seinen Videos platzieren. Das ist relativ nützlich, weil du damit halt relativ gut eingrenzen kannst, welche Zielgruppe sich das anschaut. Meistens noch viel genauer als mit diesen oberen Segmenten. Da musst du dann aber aufpassen, dass der Kanal, den du auswählst, natürlich auch wirklich gut gesehen wird, gut gespielt wird, dass da regelmäßig Inhalte kommen. Nicht, dass das halt so ist, dass der Kanal nur alle 2 Wochen ein Video hochlädt und du in dem Zeitraum deine Anzeige schaltest und du dann gar keine Impressionen darauf bekommst. Das wäre natürlich schade. Genau, deswegen kannst du da vorher gerne auch schon mal recherchieren. So, und jetzt kommen wir schon zu dem Video. Und wir haben ja gesagt, wir nehmen das Willkommensvideo. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal den Link von meinem Willkommensvideo. So, und dann hat er dir das hier schon ausgewählt oder hat er mir das schon ausgewählt? Ach so, ich sehe gar nicht mein richtiges Willkommensvideo, weil ich das ja schon gesehen habe. Aber das macht nichts, wir nehmen das jetzt einfach, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das das Willkommensvideo ist. Und dann gibst du hier die URL ein. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Kanal-URL und da gebe ich dir jetzt nochmal einen Tipp. Und zwar nimm das mit diesen
Sub-Confirmation ist gleich 1 und ich zeige dir auch gleich, was dann passiert. Wir haben hier eine HTTPS-Seite zu deinem YouTube-Kanal und wenn ich jetzt hier nämlich Enter drücke, dann siehst du, gibt er mir hier gleich dieses Kanal-Abo bestätigen Fenster und die Leute können dann oder sind dann direkt gezwungen sozusagen, entweder abbrechen oder abonnieren zu können. Das ist sehr, sehr praktisch. So, das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Ich wollte es dir ja nur kurz zeigen. Und genau, die angezeigte URL kannst du so lassen. Du kannst auch die abkürzen. Da ist manchmal die Frage, ob das funktioniert. Das funktioniert nicht immer. Ich weiß jetzt bei mir natürlich, dass das funktioniert. Da musst du mal gucken, ob das auch funktioniert bei dir. Du kannst da noch einen Call to Action hinzufügen. Du siehst dann auch immer, was sich hier drüben verändert. Wenn ich den jetzt wegmache, ist er nicht da. Wenn ich den hinmache, dann ist hier der Call to Action. Genau, da kannst du hier zum Beispiel irgendwie entdecken und dann Infos zu YouTube. Da kannst du dir eine gute Überschrift überlegen. Ja, hast halt nur 16 Zeichen. Da kannst du dir was Cleveres überlegen. Genau. So, dann kannst du hier noch einen Companion-Banner automatisch generieren lassen. Das empfehle ich dir auch immer. Macht er auch automatisch. Du kannst da auch ein eigenes Bild hochladen, aber automatisch ist eigentlich voll in Ordnung. So, jetzt müssen wir hier noch eine Anzeige. Ich glaube, Anzeige Nummer 1 ist schon in Ordnung. So, genau, dann sehen wir, dass wir hier jetzt momentan eine Anzeige haben. Du kannst dann natürlich auch immer beliebig neue Videoanzeigen hinzufügen, also dass du mehrere Videos quasi einstellst unter dieselbe Kampagne sozusagen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Ziel-CPM. Ne? Da musst du ein bisschen rumprobieren. Vielleicht hast du auch schon Infos, was so in deiner Nische üblich ist. Meistens sind so zwischen 3 und 10 Euro. Er gibt dir hier auch schon immer Vorschläge vor. Das kannst du gerne auch immer nutzen. Also die Google-Vorschläge sind da eigentlich immer relativ gut. Also würde ich jetzt hier einfach mal die 5,71 € eingeben. Und er sagt dir auch im weiteren Verlauf, hier zeigt er dir zum Beispiel auch an, also ich habe jetzt hier natürlich nichts eingegeben an Zielgruppe und so, ne? Das ist halt, deswegen sind hier halt auch so wenige Impressionen. Genau, und hier sagt er halt der CPM, der mindestdurchschnittliche CPM ist so 4,28, der maximale 5,71. Da kannst du dir halt überlegen, ob du wirklich so weit hochgehen willst oder ob du vielleicht auch erstmal mit glatten 5 startest. Genau, da siehst du, verändern sich hier natürlich auch die Impressionen. Er gibt dir da quasi immer Schätzungen. Was dann natürlich am Ende wirklich dabei rauskommt, siehst du dann auch erst in der Leistung. Deswegen empfehle ich dir die Anzeige auch immer so nach dem ersten Tag, nach den ersten Tagen noch mal reinzuschauen, noch mal anzupassen. Google gibt dir da auch immer Optimierungsvorschläge. Genau. Und dann kannst du im Prinzip deine Kampagne erstellen. Und dann ist die hier gelistet. Dann könntest du jetzt hier noch Bumper-Anzeigen hinzufügen. Würde ich dir fürs Abonnieren jetzt erstmal nicht empfehlen. Und dann können wir hier weiter zur Kampagne. Die ist jetzt grün. Und jetzt siehst du hier links auch überall, also hier kommen wir wieder zur Übersicht. Und dann kannst du hier die ganzen Sachen auch nochmal ändern, anpassen. Wenn ich jetzt nochmal in die Zielgruppe gehe, hier oben kannst du auch direkt immer das Budget nochmal anpassen. Hier kannst du auch immer nochmal die Zielgruppe anpassen. Du siehst auch, was momentan so an Aufrufen von deiner Zielgruppe kommt. Und hier kannst du auch deine Anzeigen nochmal anpassen. Du könntest die auch einzeln deaktivieren oder pausieren, einzelne Videos quasi. Du könntest die gruppieren, also dass du quasi 2 Anzeigen hast und dann einfach mal den Call to Action änderst oder ähnliches. Genau, also du hast da viele Möglichkeiten und das ist wirklich auch ein Gebiet für sich tatsächlich. Also wenn du da aktiv mitarbeiten möchtest, rate ich dir da entweder dir professionelle Hilfe zu Rate zu ziehen, oder da wirklich einfach auch nochmal einen richtigen Kurs oder ähnliches zu machen.
Jetzt für den Anfang, wenn du sagst, du möchtest gerne mehr Reichweite auf deine Videos, dann hast du jetzt auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Grundstein gelegt und eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine Anzeige zum Beispiel auf dein Willkommensvideo zu schalten. Wenn es dann nachher an richtiges Launching und ähnliches geht, da sollte man dann nochmal genauer gucken, auch mit Retargeting und den Pixeln und der Landingpage und so weiter und so fort. Da können wir gerne nochmal spezifischer drüber reden. Ansonsten hast du, wie gesagt, jetzt einen guten Grundstein gelegt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.